Hallo zusammen. Heute spreche ich über ein Thema, was viele Expats und Neuankömmlinge in Malta interessiert. Die Nebenkosten. Wenn ich in Malta über die Nebenkosten spreche, geht es hier rein um Strom und Wasser. Müllabfuhrgebühren gibt es keine in Malta. Ganz kurz nebensächlich, wie funktioniert es mit dem Müll in Malta? Auch ein wichtiges Thema. In Malta gibt es einen Müllplan von Montag bis Samstag und jeden Tag gibt es einfach einen anderen Müll, der abgeholt wird. Je nachdem, in welcher Gegend du wohnst, wird der Müll morgens abgeholt oder abends abgeholt. Wir haben 3-mal die Woche Biomüll, 2-mal die Woche schwarzer Müll und einmal die Woche Recycling. Wie funktioniert es mit dem Recyclingmüll? Bisschen anders als in Deutschland, wo ich herkomme, wird Plastikmüll und Papiermüll nochmal getrennt. Hier in Malta wird das einfach zusammen als Recyclingmüll abgeholt. Wenn der Mülltag ist, stelle ich um eine gewisse Uhrzeit den Müll einfach, den Sack vor die Türe und der wird dann abgeholt. Gut, das zum Thema Müll. Jetzt kommen wir zurück zu den Nebenkosten. Abrechnung und Anmeldung. Schritt Nummer 1 für Neuankömmlinge ist, ich suche mir eine Wohnung. Wenn ich eine Wohnung gefunden habe, spreche ich mit dem Vermieter. Hier gibt es unterschiedliche Vorgehensweise. Jeder Vermieter macht das ein bisschen anders. Ich erzähle euch heute über meine Variante, die ich am liebsten habe, weil man da einfach die beste Kontrolle drüber hat. Und zwar gibt es bei ARMS, also ARMS ist hier die Firma, die Strom und Wasser anbietet. Dort hat der Vermieter mit dieser Wohnung einen Account. Das heißt, wenn ich die Rechnung bekomme, steht mein Vermieter zwar drauf, aber ich sehe auf der Rechnung, das ist meine Adresse, mein Verbrauch und ich bezahle meine Nebenkosten direkt an ARMS. Damit der Vermieter weiß, dass ich die Rechnung bezahle, schicke ich über WhatsApp oder E-Mail einfach eine kurze Info, das ist die Rechnung, die wurde heute bezahlt und damit ist die Sache erledigt. Manche Vermieter schreiben noch eine Rechnung an die Mieter und somit hat man dann weniger Kontrolle. Deswegen finde ich diese Methode einfach am besten. Diese Rechnung kommt direkt zu mir nach Hause. Ich bezahle direkt an ARMS und habe die volle Kontrolle. Super. Was ist zu beachten, wenn ich eine Rechnung bekomme? Es gibt 2 wichtige Sachen auf so einer Rechnung. Und zwar gibt es 2 unterschiedliche Tarife in Malta. Es gibt einmal die Residence Rate und einmal die Domestic Rate. Wir sind Residents, die ist auch günstiger. Von daher ist es wichtig, dass man auf der rechts oben auf der Seite die Resident Rate stehen hat. Zum Zweiten gibt es zu beachten, wie viele wohnen in dieser Wohnung. Umso mehr, umso besser für deinen Tarif. Warum? Hier gibt es, komme ich später nochmal zu, aber es gibt einen sogenannten Öko-Rabatt. Das erkläre ich später nochmal. Also, mit dem Form H von ARMS melde ich die Mitbewohner an. Also, wie melde ich die Mitbewohner bei ARMS an? Das funktioniert mit dem Form H, aber auch das sollte alles der Vermieter machen. Der Vermieter kennt das, von daher sollte das einfach mit in diesem Prozess sein, aber so habt ihr es dann wenigstens schon mal gehört. Form H vom ARMS, dort meldet man die Mitbewohner an. Abrechnung. Wie funktioniert es mit der Abrechnung? Man bekommt alle 2 Monate eine Rechnung und man bezahlt diese 2 Monate, was man verbraucht hat. Wie hoch oder was ist der Verbrauch? Ich kann von mir reden, ich habe eine 3-Schlafzimmer-Wohnung. Jetzt im Winter wird relativ viel geheizt, im Sommer die Klimaanlage mehr. Über Januar, Februar, März braucht man die Heizung eher mehr und dann wird es warm genug draußen und die Stromkosten senken sozusagen. Was ist üblich? Welcher Tarif? Ich habe es mir auf der Rechnung angeschaut. Es sind circa 0,115 pro Kilowattstunde, was man bezahlt. Es ist nochmal ein bisschen unterteilt sozusagen.
was aber allgemein einfach nicht viel ist. Wenn man wenig verbraucht unter ein gewisses Level, dann sagt der Staat sogar als Dankeschön, geben wir dir noch zusätzlich einen Rabatt, weil du so wenig verbraucht hast. Verrückt? Es ist verrückt. Somit habe ich für 2 Monate Stromkosten 69,54 € bezahlt. Mit Deutschland wahrscheinlich nicht zu vergleichen. Jetzt gebe ich euch ein Beispiel oder eine Rechnung von meinem Wasserverbrauch. Der Wasserverbrauch liegt bei 0,14 Kubikmeter. Für diese 2 Monate habe ich an Wasserverbrauch 22,43 € gehabt. Also auch ist es wenig. Das heißt, meine Nebenkostenabrechnung für 2 Monate liegt bei 90 €. Wenn ich im Sommer die Klimaanlage laufen habe, dann komme ich vielleicht mal auf 120, vielleicht auch mal auf 150 € maximal. Hier kommt es auf die Wohnung an, wie groß die Wohnung ist, wie viel man runterkühlt und so weiter. 2 Monate 150 € würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein super Preis. Was gibt es noch zu beachten bei Nebenkosten? Eigentlich habe ich jetzt die wichtigsten Sachen genannt. Habt ihr die richtige Rate? Wie viele Mitbewohner wohnen in der Wohnung? Umso weniger ich verbrauche, umso mehr Zuschuss oder Rabatt bekomme ich nochmal von der Firma ARMS, was unterstützt wird vom Staat. Und wenn ihr die Rechnung direkt zu euch in die Wohnung geschickt bekommt, habt ihr die volle Kontrolle. Damit fahrt ihr gut. Sollte es noch Rückfragen geben, stehe ich euch jederzeit gerne zur Verfügung. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.